So, moin Leute. Heute werden wir meinen A6, ich habe mir einen neuen Gebrauchten gekauft. Ihr kennt ja den alten 4G. Der musste langsam ersetzt werden. Ja, der hat jetzt einige Schwierigkeiten gemacht und da hatte ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Den haben wir zwar noch, vielleicht behalten wir den auch als Zweitwagen, weil er ist eigentlich ein echt nices Auto, aber so jetzt als Daily, der immer laufen muss, muss er jetzt weichen. Ich habe den günstig bekommen. Es ist ein pragmatisch ausgestattetes Auto. Er hat alles Wichtige, was mir wichtig war. Er hat vor allem den richtigen Motor. Ich bin weg von dem V6 TDI. Der ist, was aber Reparieren angeht, wirklich nicht schön. Und da ich alle Reparaturen selber mache, bin ich davon weg. Ich wollte wieder einen reinen Vierzylinder. Der alte hatte 245 PS. Der jetzige hat 204 PS. Ja, ist ein bisschen schwach auf der Brust. Also ich habe vorher ein bisschen gelesen und die sagen, das ist zu wenig für die schwere Kiste. Finde ich aber geht, fährt sich gut, sind 40 PS weniger. Ich bin jetzt nicht so der Heizer, deswegen bisher ist alles gut. Bin super zufrieden. Das ist so ein Mild-Hybrid. Man fährt aber keine tonnenschwere Batterie mit rum, sondern es ist nur so ein kleiner, mehr oder weniger Autobatterie-Akku. Ein Lithium-Ionen-Akku, aber relativ klein und ist auch nur im Getriebe eine Unterstützung drin für Segelfahrten und so weiter. Alles halb so wild. Ich bin super zufrieden mit dem Auto an sich. So, jetzt aber. Für die Leute, die die Anleitung wollen, für die mache ich eine Marke rein, Sprungmarke rein, könnt ihr da hinspringen. Für meine Kanalabonnenten, ihr habt euch mit Sicherheit gefragt, wie ihr seht, man sieht es an den Lampen noch, die sind runtergetropft, sieht man das, das Plastik von den Dingen. Hier drin hat es gebrannt bei mir in der Garage, die noch gar nicht ganz fertig war und deswegen dauert alles gerade ein bisschen länger. Man sieht das jetzt ein bisschen, hier habe ich schon mal versucht, ob man das den ganzen Ruß dann auch abkriegt. Hier, das wird eine Firma machen, hier hinten hat es gebrannt, ein normaler Akku, der hier oben nicht mal geladen wurde an dem Tag, das ist seltsam, aber an dem Tag hatte ich tatsächlich keinen Akku in der Ladestation. Aber wie gesagt, ein Akku, den hatte ich hier eingesteckt und das brannte hier. Hier stand eine Couch, da ist es draufgefallen. Zum Glück ist es nur, hier hat es nur hier gebrannt. Man sieht das ein bisschen, hier oben ist der Schaden. Alles andere ist nur verrußt. Ziemlich blöd, weil hier auch eine ziemliche Hitze war. Man sieht, das Tor passt jetzt nicht mehr richtig, die Türen passen nicht mehr richtig. Das ist alles so heiß geworden, dass es nicht mehr richtig passt. Man sieht das vielleicht auch in der Decke, seht ihr diese Falten da, diese hier. Das ganze Dach hat sich einmal gebogen und wieder zurück bei der Hitze, aber es ist nichts Schlimmes passiert. Es hätte wesentlich schlimmer ausgehen können, als nur, dass hier alles kaputt ist. Zum Glück ist es versichert und wir können wir sind nicht vom Schlimmsten betroffen. So, die Sache heute ist, dass mein Auto, das ich mir gekauft habe, den A6, der hat nur die billigen Scheinwerfer, die billigsten Scheinwerfer. Ich habe gesehen, bei der Annonce sozusagen, LED-Scheinwerfer. Ich habe den beim Großhändler gekauft, deswegen bin ich da selber schuld, weil der kümmert sich um sowas nicht. Kennt ihr das Autohus? Da kaufe ich meine Autos schon länger. Der letzte ist auch von Dat Autohus und wie gesagt, da stand LED-Scheinwerfer. Ich dachte, dass es wenigstens die kleinere Matrix-LED-Variante ist. Ist es aber nicht, sondern selbst die billigste ist auch LED. Zeige ich euch gleich mal, blende ich euch ein. Vielleicht auch im Dunkeln, damit ihr seht, was Sache ist, wie schlecht das aussieht. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt diese hier gekauft. So, diese Scheinwerfer. Das sind die Matrix HD. Die habe ich mir gebraucht gekauft bei eBay. 2 Stück, einmal links, einmal rechts. Und die bauen wir heute da ein. Da es noch kein Video gibt bei YouTube, wo das einer so ein bisschen erklärt, habe ich gedacht, mache ich das. Ich habe das auch noch nie gemacht. Bisschen rantasten. Ihr werdet es wahrscheinlich im Laufe des Videos sehen. Ich mache einfach mal drauf los. Ich habe ein bisschen Anleitung gefunden. Ich habe Sachen gekauft, die ich dazu brauche. Ich habe
So ein Kabel muss ich nachrüsten, weil ich die billigsten Scheinwerfer habe. Wenn man schon die normale Matrix-Scheinwerfer hat, braucht man für die Matrix HD, also für diese Scheinwerfer, kein weiteres Kabel. Ich muss dieses Kabel, zeige ich euch nachher, einbauen. Und dann brauche ich auch nur noch die Scheinwerfer einbauen. Einmal von Headlight Variant 1 auf 3, glaube ich, weil 2 wäre das normale Matrix-Licht. Umswitchen und dann müsste das gehen. Der Rest macht dann Audi, weil das muss noch kalibriert werden, soweit ich weiß. Ich glaube, soweit ich das gelesen habe, das funktioniert erstmal, aber man kann dann nicht mit Aufblendlicht fahren, zumindest solange keiner in der Nähe ist. Also das heißt, Fahrer werden wohl, also die gegnerischen Autofahrer oder Auto werden nicht richtig ausgeblendet. Das muss nochmal kalibriert werden. Das lasse ich bei Audi machen, das ist mir zu hoch. Ich habe das kurz nur angeschaut. Ich habe auch keine richtige Anleitung gefunden. Wenn jemand eine Anleitung für sowas hat, gerne unten in die Kommentare, pinne ich dann an für den nächsten, weil der Sinn und Zweck der Geschichte ist, dass es vielleicht, es wäre schön, wenn ein anderer, der das vorhat, mein Video als Anleitung nehmen kann. Ich mache das auch mit den Rückleuchten. Ich zeige die mal hier. Die Rückleuchten sind bei mir auch billige Standard-LED-Rückleuchten und nachgerüstet werden sollen diese High Option Highline, also draufstehen steht Option High oder so. High Opt 1. Also das sind die Highline-Lichter, die dann diese Lichtszenario-LED-Spielchen da hinten machen können und einen dynamischen Blinker. Ich habe noch nicht mal einen dynamischen Blinker beim Audi, sondern eine richtige Glühlampe. Das hatte ich noch nicht mal bei dem alten. Und der hat auch schon nicht die großen Lichter. Das war mir einfach, das Auto sieht billig aus dadurch. Sieht wirklich billig aus. Ein paar Sachen sind mir wichtig, das gehört dazu. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen nachgerüstet. Ich habe zum Glück das große Navi, das war mir wichtig. Die Anlage ist gut genug. Ich weiß nicht, was für eine drin ist. Es ist nicht die Bang & Olufsen, die große für 6.000 €, aber die drin ist, ist gut, das ist okay. Aber es kommt auf jeden Fall auch noch eine Anhängerkupplung rein. Die liegt hier, die mache ich mit den Rückleuchten. Zack, seht ihr? Ja, seht ihr nicht, aber es ist eine, die an das Auto passt. Das kommt dann in einem anderen Video, wo ich dann zeige, wie ich die Rückleuchten einbaue, diese dynamischen. So, lange gequatscht, jetzt geht's los. So, wundert euch nicht, warum ich so schwitze, wegen dem bisschen Aufräumen. Erstens mal das Aufräumen, es tut mir leid, hier ist alles ein bisschen chaosmäßig. Genau, eigentlich wegen dem Brand, weil es nicht die Garage schon lange eingerichtet. Und weil ich trotzdem viel machen muss. Ihr wisst, ich habe eine Baustelle, da geht es auch bald weiter. Wir machen gerade Terrasse und so weiter. Das ist, ja, das alles ist schwierig. Das ist das, was ich eigentlich euch zeigen wollte. Es sind die kleinsten Lichter. Ich wechsle mal die Kamera. Und zwar diese hier. Die sind tatsächlich hier mit Glühlampe zum Blinken. Ich glaube, Tagfahrlicht. Tagfahrlicht ist, glaube ich, das hier unten. Also auch nur keine Glühbirne, zwar LED, aber nichts Schickes, ne? Also abgesehen von dem Licht, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Es ist zwar statisch, aber an sich ist es hell genug. Für mich geht es ein bisschen um die Optik. Die Karre sieht einfach billig aus dadurch. Und so billig war sie nicht. Ja. Hinten das gleiche Spiel. Ich schau mal ganz kurz, ob ich das Ding überreden kann, Licht anzulassen. Ich glaube ja. So sehen die Rückleuchten aus. Blinker, auch wieder eine Glühbirne hier oben drin. Das Einzige, was LED ist, ist das Bremslicht. Ja. Mal gucken, ob man es jetzt von vorne auch sieht. Ja, das ist das, was ich meine. Ihr seht, das ist einfach nur Tagfahrlicht. Die beiden Scheinwerfer da unten oder die beiden Leuchten. Und das soll geändert werden. So, was mir bei dem Auto wichtig war, ist das große Navi. Kann ich das irgendwie anmachen? Also das, wo man... Achso, erkennt mich nicht, dass ich's bin? Okay. Das, es geht alles aus hier. Also wo man hier so ein richtiges digitales Tacho hat. Ne? Der ist jetzt gerade... Er erkennt mich nicht.
Jetzt wird das alles anders eingestellt. Aber das finde ich auf jeden Fall gut. Die Anlage ist auch gut. Also das sieht man jetzt im Dunkeln hier nicht, aber es ist keine Bang & Olufsen, aber trotzdem hat die wirklich einen guten Sound, muss ich echt sagen. Ansonsten habe ich nachgerüstet. Einmal hier eine Dashcam für vorne und hinten in diesem Gehäuse hier drin. Da wollte ich jetzt keine so eine Bastellösung wie vorher. Hier hatte ich hier so eine Kamera kleben. Das fand ich ein bisschen hässlich. Ich habe mein beliebtes Sonnenbrillenfach, wo ich mir gar nicht erklären kann, wie man das nicht mitbestellen kann. Ich weiß nicht, wie teuer es ist, aber mich wundert es immer wieder. Und was habe ich noch nachgerüstet? Genau, CarPlay. Also das Ding hat, und das hat so einen Wireless Charger. Das finde ich gar nicht schlecht. Da musste ich bisher für CarPlay immer mein iPhone hier anstecken. Und das konnte man umprogrammieren, dass es jetzt wireless funktioniert. Dann hat man das hier unter Phone-Apps. Das wird jetzt nicht gehen, wenn ich da drauf drücke. Ich filme nämlich gerade mit dem iPhone. Dann wird es wahrscheinlich irgendwie nicht hinhauen. So, Motor, wie schon erwähnt, endlich wieder ein reinen Vierzylinder. Man hat hier tatsächlich einen Handbreit-Platz. Das gibt's gar nicht. Ich freue mich schon so auf die erste Reparatur. Nein, so will ich es jetzt auch nicht ausdrücken. Ich würde mich auch freuen, wenn eine Zeit lang läuft. Aber es ist endlich mal wieder, ich kann hier aufs Bodenblech durchgucken. Das ist beim V6 nicht mal mit Handstand möglich. Ja. So, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist was anderes, und zwar die Anleitung. Und zwar wird der Sitz ausgebaut. Ich bin am gucken, vielleicht geht das auch ohne. Nee. Also einmal Sitz ausbauen. Einmal Seitenverkleidung ausbauen, also hier diese seitliche Türverkleidung. Steuergerät rausholen, das Fahrerassistenzsteuergerät ist das. Und, ach so, genau, eins ist wichtig, wenn ihr das umbaut, braucht ihr entweder, also ihr braucht diese Kamera, sieht man die, hat dieses Dreieck, ne? Das ist die Kamera, die ist in meinem Fall für den Spurassistent. Das ist aber auch verbaut für Schildererkennung und so eine Sachen. Also die Kamera braucht ihr, die braucht das Fernlicht nämlich, um zu erkennen, wer ausgeblendet werden soll. Dann braucht ihr, weil das nämlich, man erkennt nämlich hier das große und kleine Steuergerät. Das ist, soweit ich weiß, das große. Da ist dieser Abstand von diesen beiden Steckern ein bisschen größer. Sieht man das hier? Ja, hier ist das kleine. Da ist der Stecker direkt an dem großen Stecker dran. Eins von beiden, es geht mit beidem. Man muss nur diese Kamera haben. Genau, dann pinnt man da diese beiden Kabel ein, die ich hier schon gezeigt habe. Ich habe die jetzt von Kufatec gekauft. Aber wie man sieht, es sind 2 Litzen, weiß ich, 1,50 Meter oder so lang, mit aufgekrempten, sieht man das, mit aufgekrempten Steckern, Kabelschuhen, wie heißen die Dinge, keine Ahnung. Die kann man vielleicht auch selber herstellen. Also als erstes muss der Griff hier ab. Jeder, der einen VW hat, kennt das. Diese Verriegelung sieht immer gleich aus. Da ist hier hinten so eine komische Verriegelung. Zack, die kann man so raushebeln. Das ist immer das Gleiche. Und dann kann man das Ding einfach abziehen. Kann man sich auch gerne mal kaputt machen, weil dieses Ding halt einfach vergessen wird, diese Verriegelung. Dann die Schraube lösen. Und jetzt wird es ein bisschen, das ist immer das Gleiche. Muss man ein bisschen, hier diese ganzen Clips hier, die nach oben ziehen. Das sind solche Teile, die hier in diesen Löchern drin sind. Hier muss man natürlich, gerade hing es bei mir hier, das hängt natürlich an diesem Teil hier, das hier durchguckt. So, ein bisschen zur Seite biegen. Hier oben ist es auch eingehakt. Aber das kann man einfach rausziehen. Das ist so. So, ich versuche hier gerade
ohne den Sitzausbau ausbauen, ohne den Sitz auszubauen, weiterzukommen. Ich glaube, das klappt auch, weil hier ist schon das Steuergerät direkt am Rand. So, da wir das Steuergerät gar nicht außen haben müssen, sondern nur an den Stecker rankommen müssen, können wir das drin lassen. Der Stecker ist, das sieht man jetzt hier nicht so, aber das hier, schwarze, ist der Stecker. Den werde ich jetzt hier seitlich rausnehmen. Ich habe hier einfach was zwischengeklemmt. Und dann kann ich hier locker dran arbeiten. Was mir gerade noch einfällt, was auf jeden Fall wichtig ist Batterie abklemmen. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Das ist nicht so gut. Und das ist einmal die hier. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass man beide abklemmen muss, sonst kriegt man die gleichen Probleme, wie die man kriegt, wenn man da keinen abklemmt. Kannst du nicht Steuergeräte kosten und so weiter. So, ich weiß jetzt nicht, möchte ich keine Gewähr für übernehmen. Ich habe jetzt auf jeden Fall mir hier die Masse abgemacht von der 12 Volt Batterie und das Auto ist tot, sage ich jetzt mal. Habe hier keinen Strom mehr. Ich weiß, dass hier, glaube ich, noch eine 48 Volt Batterie drin ist. Ich finde sie jetzt aber nicht auf die Schnelle. Und ich klemme die jetzt auch nicht ab, weil ich denke mal nicht, dass die was mit den Steuergeräten zu tun hat. Hier nochmal zum Beweis. Hier passiert nirgendwo mehr was. Okay. So, es ist tatsächlich relativ einfach. Ich habe zwar jetzt das Blech hier losgeschraubt. Das sind diese zwei Schrauben hier oben. Hier. Aber ich kann es trotzdem nicht rausnehmen, weil es auf der anderen Seite hinten irgendwie noch fest ist, eingeklemmt. Es scheint nicht richtig festgeschraubt zu sein, aber eingeklemmt. Das heißt, tatsächlich ist es relativ einfach, wenn man diese Teile hier losmacht, wo das Kabel fest ist an diesem Blechrahmen, dann kriegt man den ganzen Stecker oder das ganze Steuergerät, besser gesagt, relativ einfach raus. Das kann ich wieder festmachen, das wollte ich nicht erst abmachen. Das ist wahrscheinlich Glasfaser. Genau, dann kommt man da relativ gut ran. So, weiter geht's zum Stecker. So, wer die Geheimnisse dieses Steckers noch nicht kennt, hier vorne die beiden Laschen nach außen drücken, dann kann man das hier so hochhebeln und dann kommt man von hinten an den Stecker ran. Das hatte ich vorher schon gefunden. Zieht man hier raus und dann kann man das nach hinten wegziehen. Und dann sind die nicht mehr gesichert, diese Pins. Und dann kann man die von hinten belegen. So, die beiden Kabel müssen jetzt in 104 und 105. Hier oben die Ecke, also hier links oben ist 106. Also muss 104 und 105 die beiden hier sein. Weil hier unten fängt das an mit 82 bis 89. Und dann jeweils immer von links nach rechts. Ich habe erst überlegt, ob das von so in Zickzack geht, aber das würde nicht funktionieren, weil 82, 90, dann würde es hier 91 und dann würde es ja hier höher werden und dann würde es hier wieder zurücklaufen und dann, höher, höher, höher und dann würde das hier enden. Genauso. Und deswegen muss es immer von vorne, von links nach rechts anfangen zu zählen. Deswegen müssen die beiden hier raus. Ich sage jetzt mal, dieses Kabel zu kaufen ist vielleicht doch keine so schlechte Idee. Erstens passt es ja perfekt hier rein. Die Stecker sind aufgekrimmt. Ich weiß nicht, erkennt man das? Hier steht T40 104, auf dem anderen steht T40 105. Da kann ich mich jetzt hier sorgenlos hier einpinnen. Auf der anderen Seite muss das nämlich in 104 und 105, wie es aufgedruckt ist. Und beim Steuergerät muss das von 43, das ist auch jeweils aufgedruckt auf der Leitung, auf orange und orangebraun, grau und orangebraun. Und ich weiß jetzt nicht, wie das Kabel hier weitergeht. Vielleicht hat das Kufatek auch genau extra so gemacht, damit man das nicht kann. Aber ja, wie gesagt, dann ist das Kabel gekrimmt. Kauft euch das, ohne Werbung zu machen. Bei mir geht es jetzt weiter. Stecker wieder zusammenbauen und auf der anderen Seite anschließen. So, jetzt habe ich das Steuergerät wieder drin. Die Kabel hier wieder fest. Bis auf das hier natürlich. Das ist jetzt ein bisschen lose, aber ich werde das nicht. Ich habe hier zur Zugentlastung hier hinten am Stecker einen Kabelbinder dran.
Hier oben sieht man das, hier auch ein Kabelbänder dran. Und hier lasse ich das in Anführungsstrichen schwebend. So, jetzt habe ich hier unten noch das gemacht, das Kabel. Das muss auch wieder rein. Und dann bin ich mich hier fertig. Als nächstes kommt von den beiden großen der linke Stecker ab. Und das ist der hier. So, Schraubenzieher gelöst. Zack. So, bei denen, das kennt ihr vielleicht, oder gibt es ja auch bei anderen Autos, kennt ihr es ja vielleicht. Also, so, da könnt ihr das hier so, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da kann man hinten zwei so Laschen wegmachen. Diese hier. Nach innen drücken, dann kannst du den ganzen Stecker hier so das Ding runterziehen und hast die einzelnen beiden Steckerleisten in der Hand. Und dafür müssen wir jetzt Pin 43 und 42 finden. Okay, das ist hier bei diesen beiden Nahwert scharf. Hier ist die 42, ich weiß nicht, kann man das lesen? Genau, bei dem Orangen ist die 42. Und daneben ist das Graue. Das passt schon mal, weil Leitung 43 soll grau sein. Genau, das ist die neben der orange-weißen. Hier steht orange-braun. So, sieht jetzt so aus. 42 an orange-weiß und 43 an grau. Ja. Jetzt kann der Stecker wieder rauf. So, eine Runde Ehrlichkeit. Das mit meinen Steckern hat nicht geklappt. Hab die jetzt hier direkt angelötet. Und falls ihr euch fragt, wieso hat er den diese blöd im Stecker angelötet und nicht hier hinten, wo es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen wäre. Durch diese Teile habe ich dieses Teil hier mit raufgeschoben. Es ging ein bisschen schwer und dann irgendwann ging es ganz leicht. Und in dem Zuge habe ich mir hier die Adern abgerissen. Also am besten gleich löten, am besten außerhalb vom Stecker. Weiter geht's. So, hier habe ich eine Zugentlastung hingemacht. Und dann kann der Stecker wieder rein. So, gerade eben hatte ich die Zündung nämlich eingeschaltet und dann kam eine Fehlermeldung, dass das Licht vorne, der Blinker nicht geht. Mal gucken, was er jetzt sagt. Jo, das mache ich auch noch. Kommt aber danach. Und wenn ich jetzt mal blinke. Okay, alles wieder heil. Perfekt. So, ich habe jetzt mal die Lichter angeschlossen. Dazu muss man hier einmal kurz das hier abnehmen, damit man den Luftfilter hier so ein bisschen abheben kann. So einfach wie beim alten so hochdrücken, hochziehen aus dem Gummi raus. Dann kann man hier den Licht hier anschließen. Das ging gerade eben nicht. Da muss man einmal im Steuergerät umprogrammieren, Scheinwerfer Variante 3 oder Headlamp Variant 3 einprogrammieren und dann gingen die beide an, nachdem das Steuergerät resettet ist. Blinker gehen auch, habe ich schon probiert. Ich habe das jetzt nur einmal schon mal angeschlossen, damit ich weiß, dass die Verkabelung hier drin im Fußraum stimmt, bevor ich jetzt hier alles auseinanderbaue, weil das Auto wird wieder gebraucht, müssen natürlich die Lampen funktionieren. Ne? Jetzt kann sein, dass das Aufblendlicht noch nicht geht. Das probiere ich jetzt auch noch mal ganz kurz, weil das ja ja, genau, das scheint nicht zu gehen. Das habe ich schon mal gehört. Da müsst ihr drauf gefasst sein. Das muss ich jetzt erstmal noch mal einprogrammieren. Ich habe nämlich auch noch kein adaptives Licht gerade einprogrammiert.
Und ich habe auch gehört, dass es erst kalibriert werden muss. Vorher geht es nicht. Das heißt, ihr könnt dann nicht mit Aufblendlicht zur Werkstatt fahren. So, ich habe euch einen Timelapse reingemacht. Ich brauche hier mal ein bisschen länger, weil ich jetzt mache auch gerade einen Ölwechsel gleichzeitig. Der ist gleich fertig mit Tropfen. Dann kommt der da rein. Neben hier die Frontschürze abgenommen. Also das solltet ihr schon mal gemacht haben. Sonst ist die ganze Operation vielleicht nichts für euch. Aber sage ich nur, weil es so leicht ist. Also ihr nehmt hier nur die 4 Schrauben in den Radkasten links und rechts raus. Nehmt hier unten einmal die Reihe raus. Dann ist hier noch eine, hier und hier. Und dann könnt ihr die ganze Frontschürze hier nach außen ziehen, weil die ist hier eingerastet. Nach außen ziehen, vorsichtig festhalten, am besten zu zweit machen. Einer hält in der Mitte oder so, wie es, wenn man darauf gefasst ist. Ist schon mein dritter A6 und ein Video habe ich, glaube ich, noch online. Da ist mir auch mal einmal runtergefallen. Da habe ich die Scheinwerfer von dem ersten bearbeitet. Und das ist auch online, wie sie mir runterfällt. Also am besten hier links und rechts ziehen und dann in der Mitte nehmen. Es sind hier, der Stecker ist dran. Und einmal ist hier, na wo ist er? Hier ist auf jeden Fall noch ein Stecker dran für die Abstandssensoren wahrscheinlich. Sonst hier ist bei den LED-Teilen ist kein Scheibenwisch-Wasseranlage mehr drin. Manche haben das aber, glaube ich, weiß nicht warum, vielleicht fürs Laser, keine Ahnung. Oder vielleicht ist es auch einfach nur Zubehör. Dann muss natürlich das auch noch ab. So, beim dem Scheinwerfer, also ich zeige es euch mal auf der anderen Seite, das ist einfacher. Erstmal muss unten dieser Schlauch, der einfach nur so ein Wasserablauf ist oder irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall geht der einfach hier ins Leere. Der muss ab. Dann muss hier hinten drin diese Schraube hier oben ab. Dann muss hier ganz hinten diese ab. Das ist die letzte, die hier ist. Dann diese hier noch und diese. Also diese und diese und diese. Und dann ist der Scheinwerfer, kannst ihn einfach vorne rausziehen. Wenn ihr das nicht schon vorher abgesteckt habt, natürlich dann noch den Stecker ab, ne? Den hier. So, der Einbau habe ich jetzt wahrscheinlich nur im Timelapse und da stehe ich wahrscheinlich 90% vorm Bild. Aber ja, kann man nicht viel zeigen. Wie gesagt, Gummischlauch hier unten nicht vergessen. Anschluss natürlich nicht vergessen, das merkt ihr aber relativ schnell. Ja, kleine Empfehlung noch. Den hier habe ich erst eingebaut, da muss ich gleich das Kabel noch reinfriemeln. Den habe ich gleich das Kabel raufgesteckt, weil man hier so schlecht rankommt. Gleich rangesteckt und dann eingebaut. Das kann man vielleicht da auch machen, das ist einfacher. Ansonsten, ja, ein bisschen ausrichten. Ich habe jetzt hier, ich meine, ich gebe das eh nochmal zur Audi, aber hier muss man so ein bisschen drauf achten, dass es hier ein bisschen schick aussieht. Hier verschwindet sowieso ein bisschen. Also hier sieht man das ein bisschen besser. Hier verschwindet es ein bisschen unterm Blech. Aber hier, das muss natürlich ein bisschen schick aussehen. Hier ist auch eine Gummilippe, die sollte auch nicht, seht ihr die? Ja, die sollte nicht dahin, weil das hier nur ein dünnes Blech ist. Das war bei mir zuerst dahinter. Da sollte man drauf achten, weil das scheuert sich sonst durch. Da hast du den Rost hier auf dem Blech. Ich weiß gar nicht, ob das auch Alu ist wie bei meinem letzten, aber sollte auf jeden Fall nicht auf dem Blech scheuern hier. Ja, ansonsten jetzt wieder schnell die Schürze ran und fertig. So, fertig. Öl ist drin. Jetzt muss ich nur noch Unterbodenschutz eben mal kurz hier den Unterfahrschutz festschrauben. Und ich wollte einmal kurz zeigen, dass leider das noch nicht so ist, wie ich es haben möchte. Und zwar gibt es hier noch so ein RS6, hat hier so ein Lichtspiel, sage ich mal. Ich glaube, Lichtinszenierung nennt sich das bei denen. Und das finde ich schicker, als wenn es einfach angeht. Und der dynamische Blinker, der funktioniert erst, wenn ich die Rückleuchten eingebaut habe. Also einmal so sieht das aus. Geht einfach an. Tagfahrlicht ist dann, sieht man so, glaube ich, nicht so. Das sind diese
3 Streifen und diese 3 kleinen Streifen hier sieht viel besser aus als die billigen. Und so ist er jetzt erstmal fahrbereit. Man kann blinken, man kann normal Licht fahren, man kann nur kein Fernlicht. Das Kurvenlicht funktioniert schon und dieses Regenlicht funktioniert schon. Ich glaube, da lässt er dauerhaft dieses Kurvenlicht an. Und das ist jetzt erstmal für die Fahrt nach Audi ist das erstmal ausreichend. Ich hänge das aber hier hinterm Video an. Wenn ich es hier hinterm Video nicht anhänge, dann hängt das damit zusammen, dass ich erst die Rückleuchten einbauen muss, bis ich das programmieren kann, weil ich weiß, dass die dynamischen Blinker auf jeden Fall damit zusammenhängen, dass hinten auch im Komfortsteuergerät die RS6 Rückleuchten eingestellt sein müssen und dass die natürlich auch eingebaut sein müssen. Dann, wenn das dann nicht, dann kommt das mit den Rückleuchten. So, jetzt kommen die Heckleuchten dran. Dazu habe ich jetzt schon mal ein bisschen vorgearbeitet, weil es im Endeffekt genau das Gleiche ist. Es gibt eine Anleitung dazu. Einmal hier diese Aluschienen, also die hier drauf sitzen auf dem Plastikteil. Ich zeige euch die Schienen, das sind die hier. Wenn man die abschraubt und das Seitenteil hier einfach abreißt, das ist hier nur geklipst. Zack, zack. Hier hinten ist eine Schraube von oben und hier ist hinter diesem Mechanismus noch eine Schraube. Dann kann man das einfach abklipsen und dann kann man, wenn das Teil nach vorne gedrückt ist, kann man dieses Plastikteil, also diese Einlage kann man hier komplett, weil das bleibt hier drin, kann man es nach da rausziehen, kann es zur Seite legen und dann sieht das so aus. Kommt man an das Steuergerät. Ich habe schon geschaut, ob ich das richtige Komfortsteuergerät habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss es ein BCM2 sein. Das habe ich. Ich glaube auch, dass das Steuergerät, dadurch, dass ich Keyless Entry habe, oder wie das heißt, ja, Keyless Entry, habe ich, glaube ich, zum Glück das große Highline-Steuergerät. Hier ist das diese Abdeckung, die ich brauche für die Anhängerkupplung. Da muss ich mit einer Anhängerkupplung durch. Und die Lichter, die kommen natürlich hier. Das zeige ich euch gleich. Wer das Ganze, so als kleiner Tipp, wer das Ganze noch mal illustriert haben möchte und vielleicht auch da vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht, bei Jäger gibt es kostenlos die Anleitung für den E-Satz fürs Auto. Also dann für dein Auto raussuchen und dann hast du auch schon mal, das interessiert dich dann weniger, wenn du keine E-Satz, also keine Anhängerkupplung einbaust, aber du hast wenigstens die Demontage von dem Kofferraum, was ja auch manchmal ein bisschen schwierig ist. Hast du dann schon dokumentiert. Hier ist dann wieder mein Kufatec. Ich habe das Kabel von Kufatec auch wieder gekauft, weil da sind die Stecker drauf, das werdet ihr gleich sehen, das lohnt sich bei dem auf jeden Fall. Weil das zum Zwischenstecken ist, das ist schon ein ganz schöner Aufwand, das zeige ich euch gleich nochmal. Hier ist das Ganze dann natürlich fotografiert. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das für den Schutzrechten sind, weil es ist hier eine Einzellizenz für mich. So, dann sieht man hier, wie das demontiert wird. Das zeige ich euch jetzt nicht alles. So, die Heckleuchten gehen ganz einfach ab. Hier die Abdeckung. Hier abhebeln, also nicht hier abhebeln, sondern hier abhebeln, dann geht sie ganz leicht ab. Und dann einfach die Schrauben raus und abziehen. Hier hinten ist dieser Gumminipsel, wo das Ding drin steckt. Hier hinten mit diesem Pinopel und dann Kabel ab, nicht vergessen. So, mit dem Stoßfänger ist also hinten die Schürze, das ist immer das gleiche. Hier die 4 Schrauben, eine von unten, die 3 hier. Und dann mit einem beherzten, aber vorsichtigen Ruck das hier nach außen ziehen. Vorsichtig, weil, seht ihr, das sind solche Ösen, die sind so eingehängt und die brechen ganz gerne mal weg. Ansonsten hier unten noch ein paar Schrauben, ich 3 oder 4, glaube ich, in einer Reihe. Auf der anderen Seite ist es auch lösen, das habe ich jetzt schon gemacht.
weil jetzt sind noch von oben, das zeige ich euch eben. Und dann sind nämlich hier noch diese Schrauben von hier. Gucken, ist sonst noch eine. Also nur so eingesteckte Teile. Mal schauen, nee, ich glaube, das sind dann die einzigen noch und dann müsste sie abgehen. Das probiere ich jetzt mal eben. Okay, dieses Verriegelungsteil ist ganz schön lang. Okay, falls ihr euch fragt, falls ihr auch so einen Querverkehrswarner habt hinten und ihr euch fragt, wie man diesen blöden Stecker abkriegt, wenn man hier oben drauf drückt, das hat bei mir nicht funktioniert, das sieht man jetzt auch, der hebt sich nicht weit genug. Dann habe ich das hier mal aufgehebelt und dann sieht man, dass man dieses Ding hier hochhebeln muss. Nur falls ihr euch auch fragt und auch für der gleichen Problematik steht. So, weiter geht's. So mag es gar nicht glauben, aber die komplette Heckklappenverkleidung ist nur geklipst. Einmal mit dem Hebel rein hier, zack, zack, also Stück für Stück lösen. Dann kann man das hier einfach komplett nach unten ziehen. Dann das Teil habe ich abgezogen, dann das und dann das. Ja, ist alles nur geklipst. Und ich glaube, ich habe das sogar geschafft, ohne einen Clips abzubrechen. So, dann hier die Verkleidung ab, hier innen die 3 Schrauben pro Leuchte ab. Und jetzt kommt bei mir hier das, wo ich schon von Anfang an so ein bisschen Bock drauf hatte, und zwar die Chromleiste, die ist nämlich aufgeklebt. Mal gucken, wie ich das abkriege. So, als nächstes kommt der Kabelsatz ran. Ich habe das schon mal angeschaut, wie ich das am besten hier mache. Und zwar wird hier einfach der 4-polige Stecker angeschlossen. Der hier, der alte. Und hier habe ich dann den 6-poligen. Der kommt dann hier hoch zur Leuchte. Ich habe schon geschaut, das Ding ist so kurz hier, das muss beides quasi hinter das Licht passen. Ich habe aber hier schon geguckt, ob es passt. Das ist schon drin. Also das ist kein Problem. Den Stecker kann man wieder hier hochlegen. Ich habe den schon mal ein bisschen runtergeholt. Hier. Dann muss wieder hier hoch. Dann wird er hier das Kabel führe ich dann hier runter. Und hier muss man ins Fahrzeuginnere. Und hier habe ich geschaut. Hier habe ich jetzt einfach in diesen einen Schraubenzieher durchgestoßen. Ziehe gleich das Kabel hier durch und ziehe das rein und mache dann hier ein bisschen Klebeband. Einfach hier, um das nochmal ein bisschen dicht zu machen. Mehr oder weniger. Ne? Ich habe jetzt einfach den Schraubendreher nochmal mit dem Kabel umwickelt. Vorher schon durchgestoßen und schiebe das jetzt einfach durch. So,
So ist das dann fertig. Ich habe das jetzt hier noch ein bisschen so gelassen, dass ich das hier noch ein bisschen im Kabel wieder festmachen kann und dann ist fertig. Ja, hier drin kommt das jetzt an und das lege ich jetzt einfach in diesem mit dem Kabelbaum hier lege ich das einfach nach hier hinten zu dem Steuergerät. Andere Seite habe ich auch schon. Sieht man jetzt hier nicht so gut. Dann wird das angepinnt und dann ist es schon fertig. Also die äußeren. Dann kommen die inneren noch. Zweite Heckklappe zeige ich das jetzt nicht so genau, weil das ist recht einfach gemacht. Erstens sind sie schön beschriftet, die ganzen Kabel. Sie sind auch gut gemacht. Es ist auch zum Beispiel jetzt in dem Fall, zieht man ja die Originalstöpsel hier von dem Originalkabel nach innen. Dann wird hier der Adapter angesteckt und dann ist hier halt wieder ein Gummi mit bei, sodass ich das jetzt hier drin einfach festmachen kann und das ordentlich verstaut ist. Quasi auch rückbaubar. Also die Kufatek-Kabel finde ich in dem Fall ziemlich gut. Hier wird jetzt einfach dann die 2 Kabel, die hier dazukommen, lege ich hier am Rand hier durch, hier rüber und da runter und hier rüber. Ich weiß nicht warum, aber in der Anleitung wird nicht den Kabelkanal verwendet, sondern der da drüben. Ich vermute mal, weil wir da besser runterkommen. Oder weil wir hier die Verkleidung nicht abgemacht haben, das kann auch sein. Ich habe die Kabel jetzt einfach hier an dem festgemacht. Ich habe das jetzt auch alles ein bisschen, sieht man das hier so an diesen, damit das hier nirgendwo vibrieren kann und klappern kann. Weil wenn ich eins gar nicht mag, ist, wenn es irgendwo anfängt zu klappern im Auto. Und so ist alles jetzt schön fest verzurrt. So, ich habe jetzt mal die Verkabelung fertig. Das ist doch ein ganz schöner Klotz. Das sieht man jetzt hier so gar nicht, aber man sieht das vielleicht hier im Chaos ein bisschen, dass da doch schon ein paar Kabel dran sind. Gut, da sind jetzt noch für eine Anhängerkupplung ein paar Kabel dran. Aber ja, ich habe jetzt da schon ein halbes Stündchen für gebraucht. Mal ein bisschen untertrieben. Aber was ich gerade festgestellt habe, hier funktioniert das schon einwandfrei. Mal gucken, sieht man das? Ne, so hätte ich das gerne. Auf der anderen Seite ist es leider eine Leuchte. Da habe ich auf den Endbuchstaben nicht geachtet, die keine Animation kann. Das heißt, das wechsle ich nochmal. Und viel schlimmer, denkt man, man ist schlau. Oder beziehungsweise, ich habe es zu spät gesehen und dachte mir dann, ach, geht schon. Und zwar hatte ich hier die Rückleuchten, die Innenteile sind von der amerikanischen Version. Die richtige Version, also die animierte Version, also dass das so aussieht wie der hier. Aber die Stecker passen nicht. Also ich habe das auch im Forum schon gelesen, als ich jetzt ein bisschen nachgelesen habe, wo die Leute gesagt haben, ja, sieht man das mit diesem, man sieht draußen tatsächlich kein CE-Zeichen und auch kein SAE-Zeichen. Das heißt, man kann von außen eigentlich nicht sehen, dass es die amerikanische Variante ist. Ich weiß gar nicht, ob die noch einen Nachteil gehabt hätte, also optisch, ob die anders aussieht. Aber eins kann ich sagen, der Stecker passt nicht. Und zwar ist der Stecker, haben sie da tatsächlich den Pin, diesen Sicherheitspin, dass man es nicht verdrehen kann, ein bisschen versetzt, sodass die Stecker nicht raufgehen. Also schnell neue bei eBay bestellt. Die kommen in den nächsten Tagen. So lange steht das Ding jetzt erstmal. Ist schade. So, jetzt sieht es verbaut aus. Hier kommt das von der einen Seite. Hier ist mal wichtig, dass das Kabel nicht eingequetscht wird von der Stange. Deswegen habe ich das hier so seitlich von der Stromführung für den Mild-Hybrid-Motor gelegt. Dann habe ich das hier alles einigermaßen fest, dass das nichts wackelt und vibriert. So wie es halt irgendwie passt. Und es war jetzt doch ein ganz schöner Aufwand, wenn ich mir das überlege. Also wenn ich jetzt nicht die Anhängerkupplung so oder so eingebaut hätte und mir die auch ziemlich wichtig ist, weil ich natürlich hier einen Bau habe und einen Anhänger brauche, dann hätte ich das nur wegen den Leuchten
dann lohnt sich nicht. Also für die Leute, die es nur wegen den Leuchten machen, ist schon viel Aufwand. So, ein Raum ist wieder fertig, alles zusammengebaut und sauber gemacht. Keine Schrauben übrig, das ist gut. Das wäre mir nämlich auch nicht selbstverständlich. Endlich. Ich weiß jetzt nicht, was ich einprogrammiert habe, aber irgendwas hat geholfen, was mit Tagfahrlicht zu tun hatte. Das heißt, die Animation kommt vorne. Leider kommt sie aber noch nicht, wenn ich ausmache. Dann geht es einfach aus. Muss ich nochmal gucken. Jetzt kommen wir zur Programmierung, zur Codierung. Das mache ich jetzt nur mal ein bisschen exemplarisch. Ich bin jetzt nicht mehr im Auto, wie man sieht. Ich bin hier im Büro. Ich zeige euch das mal einfach kurz, wie gesagt, exemplarisch. Ich zeige noch gleich eine Liste im Anschluss, wo alle Sachen, die programmiert werden, drinstehen. Also alle Steuergeräte und alle Bytes. Ich zeige euch jetzt nur mal ganz kurz, jetzt zum Beispiel jetzt hier im Steuergerät 9, das ist die Zentralelektronik, da ist zum Beispiel das erste, was ich umgestellt hatte. Da sucht man dann hier, in dem Fall bei mir, habe ich nach Headlamp gesucht und da die Headlamps muss auf ECE gestellt werden, wenn es nicht sowieso, für alle, die jetzt mich in Deutsch hier anschauen, steht das schon auf ECE. Für die amerikanischen Kollegen steht es auf SAE. Das sind der amerikanische Standard sozusagen, nordamerikanische. Spielt für uns jetzt hier keine Rolle, aber hier, was für uns zum Beispiel eine Rolle spielt, ist, wenn ihr die normalen LED-Lampen habt, steht hier eine Headlamp-Variante 1 und das muss auf 3 gestellt werden. Die 2 ist Smart Matrix. Scheinwerfer und die 4. ist die Laser-Variante. Das ist quasi fast das gleiche. Ich habe mir das mal angeschaut, was das bedeutet. Das ist fast die gleiche Lampenvariante wie die Variante 3, nur dass dann nochmal ein Laserpunkt, das ist schon ein ganz schön ordentlicher Strahl, der da rauskommt, ist kein wirklicher Laserpunkt, das ist im Prinzip, würde ich sagen, einfach nur eine hellere LED, die Punkte oder größere Lichtbereiche in dem Scheinwerferlicht produzieren können, um vor allem Waldrandgebiete anzustrahlen, anzublinken, falls da Wild steht, dass es abhaut zum Beispiel. Mehr kann ich da im Moment nicht raussehen. Ich habe mir das mal beobachtet, also ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, wo das drin steht, wo das gezeigt wird. Das fängt dieser Laserpunkt, der kommt immer nur, wenn man in einem Waldgebiet am Waldrand dann vorbeifährt. Wie auch immer, das ist jetzt irrelevant. Für uns ist hier, wenn du es Matrix HD einprogrammieren willst, ist das hier die 3er, die habe ich bei mir jetzt schon drin. Wie gesagt, es sind noch einige andere, die Config, dann wo ist es hier? Ne, ist jetzt hier gar nicht drin. Wie gesagt, ich zeige jetzt gleich eine Liste. Wie das programmiert wird, weißt du wahrscheinlich selber, ne? Also du gehst aufs Steuergerät, in dem Fall ist das BCM1, also vorne. Wählst du einfach an, gehst auf Codieren, hier sieht man so ein bisschen das Codieren vom Steuergerät und dann klickst du hier hinten an, was du haben willst und gehst dann hier auf Übernehmen und dann schreibt er das ins Steuergerät. Wichtig beim Steuergerät programmieren ist, dass bei manchen Sachen der Motor an sein muss und fast immer muss die Motorhaube auf sein. Also ich glaube, es gibt nur ganz weniges, was ohne diese Firewall, das ist nämlich wieder Motorhaube öffnen, umgeht man diese Programmierfirewall oder das ist absichtlich so gemacht. Also Motorhaube muss fast immer auf sein. Ich habe es jetzt immer bei jedem Programmierung immer aufgehabt und manche Sachen haben auch nicht funktioniert. Wenn da steht, dass es nicht reingeschrieben ist, dann probiert das ein. Oder wenn es einfach nicht funktioniert hat, dann probiert das noch mit Motor an.
Was ich eigentlich zeigen wollte, ist ein bisschen der Unterschied zu dieser, weil das muss man auch wissen, zu dieser binären Codierung. Die Codierung ist ja relativ sprechend, sage ich jetzt hier mal. In den meisten Fällen kann man hier ja auch mit ein bisschen logischen Menschenverstand oder gesunden Menschenverstand kann man hier ja Highway Layer 2, klar, man muss wissen, was es zum Beispiel bedeutet, aber man kann hier rauslesen, wenn man ein bisschen Englisch kann, dass es hier halt aktiviert ist und hier halt nicht aktiviert. Ne? Ich möchte jetzt hier gar nichts ändern. Hier Foglight, das sind wie gesagt die meisten Sachen sprechen für sich. Ich würde da möglichst wenig erstmal rumprobieren, weil natürlich wir hier dieses System zum Laufen kriegen müssen, also sprich die Lampen. Und wenn ihr da viel rumprobiert, dann kann man auch viel kaputt, also viel falsch machen. Man kann dann zwar immer wieder noch zu Audi gehen, die können mit diesem Odys hier alles auf Werksstandard zurückstellen, aber da sind alle Veränderungen, die ihr eingestellt habt, weg. Okay, ich zeige euch jetzt mal kurz im Steuergerät 46. Da geht es nämlich um diese Rückleuchten. Die Rückleuchten werden da im Bit 37 eingestellt. Zum Beispiel ist das Bit 37, das weiß ich jetzt, dass es diese 4 Punkte sind. Und zwar sind es die inneren und die äußeren Teile. Also das Rücklicht besteht ja aus 4 Teilen. Und da muss man einstellen, Intelligent Tail Light Left ist der äußere, der innere Teil für das linke Rücklicht. Und da ist normalerweise nicht verbaut angekreuzt, wenn ihr die umbaut. Und da müsst ihr dann auf Verbaut klicken. Ist ja klar, dann übernehmen und dann schreibt ihr das weg. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel eine ältere VCDS-Version habt, dann kann sein, dass das nicht schriftlich hier, also textmäßig zu sehen ist. Deswegen sage ich euch nochmal die Codierung für binär. Und binär ist halt wichtig, ihr geht zum Byte 37, dass ihr die 1, 2, 3, 4, diese 4 Einsen sind die Rücklichter. Und zwar Bit 0, Bit 1, Bit 2 und Bit 3 und Bit 4 werden von der rechten Seite ausgezählt. Nicht von, wie man es vermuten kann, dass das hier die 0 ist oder sogar die 1. Eine 1 wird bei 0 angefangen zu zählen und das Byte ist das hier, ist die 0, das ist die 1, das ist die 2 und das ist die 3. Und das hier ist dieses SBBR-Variante. Ich gehe nochmal zu Klartext so rüber. Das ist die andere, das ist die letzte 1. Das heißt irgendwas wie Break. Naja, das fasst so die ganze Funktion Rücklicht, Bremse, Blinker und normales Rücklicht. Irgendwie ist das eine Abkürzung für eine normale Rückleuchte. Das heißt einfach nur Rückleuchten-Variante. Und hier ist eine 0 drin, wenn es kein RSX-Animation sein soll. Und da macht ihr die 1 rein und das ist diese 5. 1. Wenn ihr die nicht haben wollt, wenn ihr die Standardanimation drin haben wollt, dann müsst ihr hier 1, 1, 1, 1 und dann hier bei der 5 die 0. Und aussehen tut das halt so, ne? Von rechts zählen, nur, und wie ich es gerade erklärt habe. Manche schreiben auch die Hexzahl hin, die finde ich aber fast nirgends. Ich gucke gerade mal, nee, ich habe immer Bit als On und Off und On und Off bedeutet in dem Fall 0 und 1. So, das ist so ein bisschen die einzige Sache, die man so ein bisschen wissen muss, sage ich jetzt mal. Alles andere ist eigentlich selbstsprechend. Ich schaue gerade noch mal die anderen Frontsensor, da ist auch alles textmäßig klar. Coding Light Assist, Matrix Beam, Enabled, ja, das ist eigentlich sonst alles irgendwie klar. Wie gesagt, die Liste blende ich gleich nochmal ein. Und dann geht man natürlich wieder auf Übernehmen und dann sollte das funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, also auf jeden Fall den Wagen einmal ausschalten, also warten, bis er richtig aus ist. Ich gehe immer raus, schließe ab und warte, bis innen alle Lichter ausgegangen sind. So, und jetzt kommt noch eine Spezialsache, und zwar die Busruhe.
Bei manchen Sachen, wenn die zu gravierend sind oder wenn es ein Flash oder irgendwas, also wenn man was Gravierendes an den Steuergeräten gemacht hat, zum Beispiel geflasht, also die komplette Software, dann kann es sein, dass das Auto in die Busruhe fallen muss. Und die Busruhe bedeutet, dass das Auto einmal alle Scans über den CAN-Bus abgeschlossen hat und das sich schlafen legt sozusagen. Das heißt, alle Veränderungen, die an den Sensoren sind, werden nicht mehr kontrolliert. Und deswegen, das ist das Wichtige daran, nach dieser Busruhe fängt er dann nochmal ganz kurz an, alle Sensoren, alle Änderungen, alle Elektronik abzufragen. Das macht er nicht, wenn das Auto zum Beispiel, also ich glaube, diese Busruhe ist bei Audi nach 20 Minuten oder 30 Minuten. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, es ist auf jeden Fall eine ganz schöne Zeit. Und wenn man jetzt zum Beispiel Änderungen gemacht hat und die Änderung wird nicht sichtbar, wie zum Beispiel irgendwelche Sachen, die man direkt sehen kann, wie zum Beispiel irgendwelche Anzeigen im Cockpit oder auch diese Lichtanimation, dann kann das sein, dass er einmal alle seine Sensoren und alle Register im Steuergerät abfragen muss. Und dann muss er einmal ganz kurz, das kann man forcieren, indem man eben halt diese Busruhe einhält. Dass man einmal das Auto so lange in Ruhe lässt, bis es alles abgeschlossen ist und er dann alles nochmal neu abfragt. Die Busruhe kann auch verhindert werden, indem zum Beispiel Fehler in irgendwelchen Steuergeräten drinstehen. Also es wäre eigentlich auch ganz cool, die Fehler alle nochmal zu löschen. Natürlich auch die Fehler beheben erst und dann die Fehler in den Steuergeräten, also die Fehlercodes zu löschen. Weil es kann sein, wenn er irgendwo nicht klarkommt mit irgendeinem Fehler, dass die Busruhe verhindert wird. Das wäre auch noch sozusagen. Im Endeffekt ist es aber jetzt schon, sage ich jetzt mal von der Info her, das, was für euch interessant ist. Ich zeige euch jetzt gleich noch, es muss nämlich nicht nur diese 3 Steuergeräte, die ich in der Liste gleich zeige, kodiert werden, also so in der Form, wie wir es hier jetzt gerade gemacht haben, sondern es müssen auch noch Steuergeräte Parameterfiles geschrieben werden. Dazu braucht ihr ein VCP, also das ist ein anderes Programm. Ich habe hier Odys. Es gibt auch VCDS. Das Codieren geht auch mit VCDS. Das habe ich auch, aber mein VCDS ist zu alt und ist mir zu teuer, um es wieder neu zu kaufen. Für das Auto geht das jetzt nicht. Aber ich habe mir zum Beispiel jetzt für diese Parameterfile einmal ein VCP kaufen müssen und auch diese Subscription dazu, also sprich den Zugang zu den Server-Files von VCP. Und das müsst ihr halt auch tun. Entweder kennt ihr jemanden, der sowas hat, oder ich habe das jetzt einfach bei eBay gebraucht ersteigert und habe die Software-Subscription, die kann man dann für 49 € ein Jahr lang kann man die kaufen. Ich überlege mir das auch, vielleicht werde ich meine auch verkaufen, wenn die verfügbar ist, dann werde ich das unten in der Beschreibung einen Link reinmachen. Sobald sie dann weg ist, müsst ihr sie wieder kaufen. Also es ist ja oft so, dass ich habe sie schon 2-mal gesehen bei eBay. Ich hatte sie einmal gesehen für 250 €, die kostet sonst 299. Dann hat er die wahrscheinlich einmal benutzt und dann verkauft er die für 50 € weniger. Und so könnt ihr es dann halt auch machen. Ich habe wollte die dann kaufen, habe ich gesehen, da war sie schon leider weg. Dann habe ich ein bisschen gewartet und habe mal irgendwann bei eBay gesehen, dass sie wieder da ist, dieses VCP, und habe das dann ersteigert, beziehungsweise ich habe einen Preisvorschlag gemacht und den hat er akzeptiert. Und dann, wie gesagt, da war jetzt keine Subscription mehr verfügbar, habe dann noch für 49 € einmal so eine Subscription abgeschlossen, ein Jahr lang. Und dann kommt man an diese Files. Die Files, die hätte ich jetzt auch auf meinem Rechner. Die könnte ich auch auf Anfrage auch zur Verfügung stellen. Aber man muss halt dazu sagen, dass die Files immer genau für die Steuergeräte sein müssen. Das zeige ich euch gleich. Jetzt sind wir auf der 46, da spielt es zum Beispiel eine Rolle. Für die 46 muss nämlich geflasht werden, die A5 auch. Und das muss genau dieses CP sein. Das habt ihr ja im Bauvideo gesehen, dass meins ein CP ist. Das ist ein Highline zum Glück.
Und dann müsst ihr schauen, es gibt halt auch CM und es gibt halt auch andere Highlines. Und das muss man gucken, dass das dann passt. Und deswegen muss man diese Subscription einmal haben, damit man auf dem Server das richtige File raussuchen kann. Weil in dem File ist dann auch, das zeige ich euch gleich, auch die richtige Einstellung drin. Das zeige ich euch gleich. So, jetzt kommen wir zu VCP. Ich zeige euch erstmal, wo ich die Files herbekomme. Also wo man die überhaupt herbekommt, wenn man diese Subscription hat. Und zwar gehe ich da einmal auf den Aktivator. Das müsst ihr sowieso starten, wenn ihr das Ganze installieren wollt. Da müsst ihr einmal diesen Dongle connecten. Dann sagt er jetzt hier, das muss ich gleich mal ein bisschen ausgrauen, meine Seriennummer und so weiter, auch auf wen das hier registriert ist. Das ist nämlich nicht ich habe es ja privat gekauft. Das blende ich aber auch gleich mal aus. Naja, und dann sagt er halt auch so, wie lange diese Subscription noch läuft. Bei mir jetzt in dem Fall jetzt natürlich noch ein Jahr, weil ich es gerade erst gekauft habe. Hier kann man das Interface auch oder diesen Dongle auch updaten und hier die beiden Programme downloaden. Also nicht die beiden Programme, sondern einmal das Programm und einmal diese Daten, die auch dazugehören. Auf jeden Fall geht man dann auf File Management und dann habt ihr ja gesehen, ich habe hier Steuergeräte, hier, wie heißen die Teilenummern? Und am besten ist, ihr sucht nach so einer Teilenummer. Ich zum Beispiel nehme jetzt einfach mal eine von. Ich nehme jetzt mal dieses Steuergerät von irgendein Steuergerät. Kann ich das jetzt kopieren? Ich bin ja faul. Ich nehme doch ein anderes. Und zwar nehme ich jetzt das hier, und zwar die 64, bin ich der Meinung. Ne, nicht 66, sondern 64. CP, das war ja meins. Ich nehme jetzt mal einfach die 63. Das ist nämlich das BCM1 vorne für die Scheinwerfer. Und da seht ihr schon, wenn man da müsst ihr gucken, ob das zu eurem Steuergerät passt. Am besten, ehrlich gesagt, auch zu eurem Auto. In dem Fall sehen wir hier ja, das ist jetzt zum Beispiel, passt zu A6 und A7. Und in dem Fall ist es das Dataset oder das Parameterfile für PDC, Frontlichter und AMB. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das heißt. Interessiert mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so. Ihr sucht dann halt einfach das Richtige. Hier oben sehe ich zum Beispiel schon MXB, das heißt Matrix Beam. Und das sind zum Beispiel jetzt die Datensätze für diese Scheinwerfer drin. Wenn wir jetzt mal da suchen nach, dann ist das schon mal eins, was ich runterladen würde. Aber, ach schau mal, das habe ich genommen. Hier, das sieht man auch hier schon mal. Das ist das hier unten. Das sind verschiedene Steuergeräte drin. Es ist auch ein kompletter Datensatz. Das heißt, das sind alle Parameter-Files drin, die wir brauchen. Man sieht jetzt hier auch, das ist in dem Fall für ein Q8. Das ist aber nicht schlimm. Das ist auch nachher beim Draufschreiben, sieht man das auch, wo das überall verbaut ist, das Steuergerät. Und das ist halt im Q8 auch drin. So, das kann man dann hier auf Download machen. Dann speichert er das, wo man es hier angegeben hat, Safe Location. Bei mir ist es CVCP8. Da ist auch empfohlen, drauf zu installieren, dieses VCP. Und dann machen wir das auch hier schon wieder zu. Das Ganze. Sieht man so ein bisschen, ich habe noch ein paar andere Sachen ausprobiert. Das Flash-File, das zeige ich euch nachher auch noch. Nämlich das Steuergerät A5, das ist das Steuergerät ZFAS. Hier, wie heißt das hier? Zentrale für Fahrerassistenzsysteme oder so. Das ist das, was wir zuerst verkabelt haben, ganz am Anfang von dem Video. Das braucht, soweit ich weiß, eine neue Firmware. Wir schauen gleich mal. Wer übrigens kein VCDS hat
oder kein ODIS hat, der kann auch nur dieses System nehmen. Damit kann man auch codieren. Also alle Sachen, die wir jetzt machen müssen, kann man auch nur mit VCP machen. So, also ich bin jetzt natürlich nicht mit keinem verbunden, mit keinem Steuergerät, aber man kann dann jetzt hier auch mit dem Steuergerät auch die Codierung machen. Ne? Ich glaube, man kann sich das sogar anschauen. Nehmen wir an, Komfort müsste hier die 4605 wäre auf jeden Fall hier. Nee, ist die 46 nicht. Naja, man kann auch ganz einfach hier unten nach der 46 suchen. Ach, hier, Entschuldigung, hier. 46. Und dann kann man hier Start drücken. Und dann verbindet sich das normalerweise mit dem Auto. Das wird nicht funktionieren, weil ich jetzt gerade im Büro bin. Aber ich kann euch das jetzt zeigen. Hier kommen dann die Informationen. Und hier kann man dann also auf Codieren gehen. Und dann kann man das auch alles codieren, wie man möchte. Ne? Hier sind auch die Fehlercodes, falls welche drin sind. Adaption, das kennt ihr ja alles von VCDS. Im Endeffekt ist das hier auch mit möglich. Deswegen, falls jetzt jemand sich die Entscheidung, also man muss nicht 2 Systeme kaufen, falls jemand gar nichts hat. Okay, das wollte ich euch aber gar nicht zeigen. Zeigen wollte ich eigentlich Guided Functions. Dann geht man hier unten auf Apps und Upload Parameter. Dann sagt er jetzt, ich soll das Auto verbinden. Das mache ich jetzt nicht, weil ich weiß, dass es auch so aufgeht. Und da kann ich jetzt dieses File, was ich gerade runtergeladen habe, für das eine Steuergerät, wir nehmen mal das hier. Hier wäre übrigens auch eins, was für den A6, das habe ich auch ausprobiert. Dann nehmen wir aber mal das. Dann lädt er jetzt diese Datensätze aus dem File und listet die hier auf. Das ist der volle Datensatz, deswegen dauert das ein bisschen. Und dann findet ihr solche Sachen. Leider sind diese Beschreibungen hier von den Leuten selbst, also von dem, der sie erstellt hat, die sind also nicht immer gleich. Deswegen, ich habe mich am Anfang gefragt, was ein Wischer sein soll, ob der sich was wünscht. Aber nein, ich glaube, da hat einer sich vertan, weil ich bin der Meinung, da irgendwo auch mal Wiper gelesen zu haben. Also da geht es um den Scheibenwischer. Es ist auch immer nicht ganz klar, was zum Beispiel jetzt LIN, das ist ja der LIN-Bus, der auch für die Heckleuchten gebraucht wird zum Beispiel. Das ist ja dieses zusätzliche Kabel, was man zieht, was hier für Settings drin sind. Muss man dann, ich weiß gar nicht, ob es hier Beschreibungsfiles dazu gibt, ich habe keine gefunden, habe jetzt aber auch nicht lang gesucht, weil für mich ist es relativ klar gewesen, ich hätte gerne in diesem Steuergerät für die Frontlichter das Part 1, und zwar nicht LED, das hatte ich vorher, LED hatte ich vorher drin, sondern ich hätte gerne den Matrix Beam. Und dann sagt man hier, dass ich das gerne hochspielen würde, wählt den aus. Ich habe dann hier in dem Fall noch, bin ich der Meinung, dass da die dynamischen Blinker noch drin waren. Wie man sieht, gibt es auch hier Ambiente. Dann gibt es auch, dass man hier verschiedene, ich glaube, da kann man diese Fahrstufen noch updaten. Ne, also dann ist das hier nicht drin gewesen. Ach, dann war das wahrscheinlich im hinteren Steuergerät. Im hinteren Steuergerät, im 46er, wenn ich der Meinung war, auch das mit den Blinkern mit drin. Das habe ich dann auch angehakt und habe das hochgeladen. Ja, in dem Fall, wenn man das richtig ausgewählt hat, wenn hier Part 1, 2 und 3 und sowas steht, muss es immer alles angehakt werden. Ich habe das jetzt hier ein blödes Beispiel, weil hier gibt es nur Part 1. Ich habe schon alles durchgeschaut gehabt. Es gibt keinen Part 2. Aber bei einer Variante für die Rückleuchte, da gibt es auch Daten fürs Vorderlicht, das man eintragen muss.
Und da gibt es Part 1 bis 6 und die müssen dann auch alle angehakt werden. Ja, und dann, wenn das quasi erledigt ist, dann sagt man, in welches Steuergerät das hochgeladen werden soll. Die 63 bin mir jetzt nicht mehr sicher, war das die 9? Na, finden wir die 9. Müssen wir dann 09 machen. Ja, Central Electrics. Dann sagt man, also hier beschreibt man, wo man das hinschreiben möchte. Das markiert man dann was für Eigenschaften man da reinschreiben möchte. Und dann kann man hier Upload Selected Data machen. Und dann sieht man hier unten, dass es dann erfolgreich war und dann war es das. Mehr war es nicht. Wenn das nicht funktionieren sollte, wurde mir gesagt, ich habe nämlich eine Anleitung gesehen, dass man hier auf Erase Full Memory gehen soll. Dann löscht er, glaube ich, alles. Das ist mir ein bisschen zu heikel gewesen, weil ich mir immer nicht sicher bin. Ich will ja nur diesen einen Part da reinkriegen. Deswegen habe ich nicht den vollen Speicher gelöscht. Mir wurde gesagt, wenn das, was man reinschreiben will, nicht funktioniert, dann kann man hier noch einen Haken setzen, dass man mal alles löscht. Würde ich jetzt aber ehrlich gesagt, hört sich das für mich als ITler etwas gefährlich an. Weil wenn die Informationen dann erstmal weg sind, dann sind sie weg. Wenn man Informationen aber nur teilweise reinschreibt, dann werden die betroffen sind, überschrieben. Und wenn dann alle gelöscht sind und nur teilweise wieder reingeschrieben wird, dann würde ich mit meiner Logik sagen, fehlt da was. Deswegen bin ich da erstmal vorsichtig gewesen. Ja, dann, das war es dann erstmal soweit. Dann cancel ich das Ganze hier nochmal. Und dann gibt es hier nämlich noch eine Multi-Flasher. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Variante gibt, aber ich habe die hier verwendet. Und zwar sagt man auch wieder Steuergerät. In dem Fall A5 war das, glaube ich, was geflasht werden muss. Das kann man dann hier adden. Dann sagt man hier, welches Flash-File. Da muss man hier auf die Zeile klicken. Dann sage ich hier das Flash-File. Und zwar ist hier das ist mein Steuergerät, genau dieses AA. Dann kann man sich dann aussuchen, sehe ich das hier? Ne, kann man nicht, zeige ich euch anders. Kann man hier aussuchen, was man haben möchte. Hier sind verschiedene Flash-Files drin für dieses Steuergerät mit den verschiedenen Funktionen. Avant, Standard Parking, ihr könnt es ja S-Line Parking, ihr könnt es ja selber lesen, könnt ihr auch kurz auf Pause drücken. Ich habe natürlich ganz normal Avant genommen, weil ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt zum Beispiel hier RS nehme, weil ich gerne was hätte, was nur ein RS hat, ob das hinhaut. Da bin ich nicht firm genug. Ich weiß auch nicht, was in diesen Flash-Daten drin steht. Das müsst ihr anders rausfinden. Ich habe auf jeden Fall nur das genommen, was ich wollte. Und zwar habe ich den normalen Avant genommen, nicht als Allroad. Hier, den hier, Avant. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, Matrix Beam Settings auf On. Die Datei habe ich dann ausgewählt. Das mache ich jetzt nochmal. Ich glaube, ich habe die auch, sieht man ja hier auch, das ist die einzige, die ich hier mir entpackt habe. Das ist ein ZIP-File. Dann habe ich dieses Flash-File genommen, auf Öffnen gegangen. Und dann checken, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich, wie wiederholt, nicht am Auto sitze. Aber man kann hier auf Check gehen. Dann sagt er bei mir, irgendwie was passt nicht zum Steuergerät. Soll ich es trotzdem reinschreiben? Da ich nur diese eine Information fürs Licht reingeschrieben habe, ich gesagt ja. Habe hier auf Start gedrückt. Dann hat er gesagt, dass er es erfolgreich gemacht hat. Dann war mir nicht ganz sicher, was das bedeutet, weil dies hier auf Polnisch, keine Ahnung, was das hier für eine Sprache ist. Ich glaube Polnisch, weil das kommt, glaube ich, aus Polen. Dass da irgendwas steht. Ich habe dann einfach da auch nochmal drauf gedrückt. Da hat aber irgendwie den Status nachher nicht mehr aktualisiert. Ich habe das dann einfach mal geschlossen, weil das ist das Einzige, was man flashen muss, dieses Steuergerät. Die anderen werden nur kodiert oder parametrisiert. Und dann habe ich Close gemacht, habe das Auto ausgemacht, stehen lassen, nicht die Busruhe abgewartet. Bei mir war das in dem Fall nicht notwendig. Und habe dann wieder im Odys, da kann man dann
Kann ich das zeigen? Ich glaube nicht, da bin ich jetzt gerade, weil ich nicht im Auto bin. Aber da kann man halt geführte Funktionen, da kann man sagen, bitte einmal die Matrix, wie nennt ihr das? Main Beam? Oh nee, keine Ahnung. Den Aufblendstrahl sozusagen, dass man den einmal, genau, das heißt dann einfach Matrix Beam, den Matrix Beam kalibrieren möchte und dann geht man da einmal durch diese Funktion einmal durch und danach funktioniert er auch. Und ich habe das auch schon, ich blende das mal ein, ich habe auch mal ein Video aufgenommen während der Fahrt, das funktionierte dann. Ich muss jetzt also theoretisch nicht mehr zur Audi, aber für dieses Einstellen von den Matrix Beam muss man eigentlich zur Audi, weil da auch ein anderes Gerät für fehlt. Also dieser Scheinwerfer, dieses Gerät, was die immer beim TÜV oder bei der Werkstatt vor den Scheinwerfer stellen, um den einzustellen oder die Einstellung zu kontrollieren. Das Gerät braucht man halt auch. Der gibt dann die Gradminuten ein. Ich habe bei mir einmal im Internet irgendwo gelesen, dass einer einfach irgendeine Zahl eingegeben hat. Und ich habe eine Anleitung gesehen, wie das in der Werkstatt macht. Und bei denen stand 7 Gradminuten auf dem Display. So war der Scheinwerfer da verstellt. Dann habe ich einfach auch mal 7 eingegeben, zweimal links und rechts. Und bei mir sieht das jetzt gut aus. Er blendet schön auf. Es funktioniert auch mit diesem Ausblenden. Also sprich, wenn dir einer entgegenkommt, dass er dann da diesen Bereich ausblendet. Das funktioniert alles super. Ich fahre irgendwann aber trotzdem nochmal zur Audi und lasse mir das mal richtig einstellen. Die unteren Scheinwerfer, also das Abblendlicht sozusagen, in dem Fall ist das über dem Hauptlicht, Aufblendlicht, die habe ich sowieso schon bei Audi einstellen lassen, weil ich wusste erst gar nicht, dass das nicht geht und bin ich zur Audi gefahren und habe mir das einstellen lassen und da hat er gesagt, Aufblendlicht konnte er nicht einstellen, aber er hat mir dafür das Abblendlicht richtig eingestellt. Und das ist so, wie man es herkömmlich kennt, mit Schraubendreher hoch und runter drehen, links und rechts drehen, wie man das kennt vom Auto. Also das muss man auf jeden Fall machen lassen, wenn man kein so ein Gerät hat. Oder es gibt auch Verfahren im Internet mit ein paar Meter vor der Wand stellen, alles abmessen, 1% tiefer, keine Ahnung. Das wollt ihr alles nicht machen. Ich habe das einstellen lassen. Und werden jetzt auch das Aufblendlicht auch nochmal einstellen lassen. Das geht aber halt, wie gesagt, nur über diese geführte Funktion. Wenn ihr sowieso Audis habt, könnt ihr das auch machen, damit das erstmal funktioniert und ihr rumfahren könnt. Weil man kann ja damit keinen blenden, beziehungsweise man blendet sowieso, wenn man es benutzt, sowieso alle. Das ist ja mehr oder weniger nur für, wenn man alleine irgendwo fährt und keinen stört. Aber wie gesagt, bei mir funktioniert das Ausblenden auch schon ganz gut. Ich gucke mal, ob ich ein Video machen kann im Dunkeln, wie ich da mit rumfahre und wie das funktioniert. Ja, das versuche ich nochmal aufzunehmen. Okay, das wäre es dann. Ich hoffe, ich habe die schlimmsten Fragen klären können. Ich habe das alles irgendwie, die Leute wollen natürlich Geld dafür haben. Ich habe mehrere Leute angefragt, habe immer so um die 350 bis 400 Euro genannt bekommen, dieses einzuprogrammieren. Wenn man bei Kufatec die Dongle kauft für die Frontlichter und die Rückleuchten, kostet das auch 350 Euro, einmal 200 für vorne und 149 hinten. Das wollte ich mir irgendwie alles nicht leisten und habe mich dann gekümmert, auch für dieses Video, weil ich wollte nicht einfach im Video sagen, und dann kauft ihr euch so einen Dongle und dann steckt ihr das rein und fertig, sondern so, dass man halt hier ein bisschen was, sag ich mal, lernt. Und habe mir das dann alles ein bisschen zusammengesucht. Deswegen auch jetzt ganz am Schluss nochmal heimlich ein Disclaimer, ist natürlich alles auf eigene Gefahr. Natürlich kann man immer auch Sachen falsch machen, zum Beispiel auch die Kamera. Da weiß ich, dass irgendwelche Leute die Kamera geflasht haben und dann sind die Lerndaten weg. Da müsste man wieder zu Audi und die können das aber nicht, weil das sind ja alles geänderte Teile. Dann sagen die, das machen die nicht. Die können es einem nur auf Werkseinstellung zurücksetzen und dann stellen die einem quasi das Ding so ein, wie es mal war. Den kann man quasi nochmal von vorne einfangen mit dem Auto. Je nachdem, was man schon alles programmiert hat, ist es auch blöd. Also da gibt es schon Gefahren, sage ich jetzt mal, die man hat. Aber im Großen und Ganzen kann man nichts falsch machen. Ich habe das auch so gemacht und habe zum Beispiel, wenn ich hier sowas geändert habe, mir Fotos davon gemacht. Gar nicht Screenshots, das geht, glaube ich, auch hier unten ganz einfach, indem man hier unten auf diesen Fotoapparat drückt. Aber ich habe einfach mein Handy immer genommen und habe dann
geguckt, was habe ich vorher drin stehen, habe ich hinterher drin stehen, dann hat man eine einigermaßen Dokumentation. Weil ich muss auch sagen, dass glaube ich gerade hier, ist das nicht hier Wiping, ist das nicht in dem Steuerngerät? Nee, wie heißt das denn? Sweeping? Bin mir nämlich nicht mehr sicher, wie diese dynamischen Blinker heißen. Turn Signal. Nicht. Vielleicht suche ich euch das nochmal raus. Indicator heißen die, glaube ich. Site Indicator. Config. Ist das hier irgendwo? Oder war das in der 46? Ich schaue noch mal ganz kurz für euch. Hier, da ist es. Zum Beispiel habe ich das hier noch mit rein programmiert. Wiping Indicator. Das ist dann dieses, erst als ich das einprogrammiert hatte, funktionierte bei mir vorne auch am Hauptscheinwerfer dieses Lauflicht. Ich glaube, es funktionierte von Anfang an, aber ganz schnell. Und wenn man das programmiert hat, dann sieht man richtig, wie er so zur Seite läuft, wie ihr das ja im Video jetzt hier gesehen habt. Also solche Sachen müsste man natürlich auch noch einstellen. Das habe ich jetzt aber nicht mit drin hier, weil es geht jetzt wirklich nur um die Funktion der Lichter. Alles, was ihr noch zusätzlich haben wollt, da gibt es schon noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass zum Beispiel für die skandinavischen Länder kann man, dass die LED-Rückleuchten immer an sind, dass die auch am Tag als Tagfahrlicht dienen. Oder, naja, es gibt auch so Dimmstufen fürs Tagfahrlicht. Dann gibt es auch, dass das Tagfahrlicht vorne so eine Lichtinszenierung macht. Wie heißt es hier? DRL, aber ich glaube, das ist das falsche Steuergerät. Ich meine, DRL ist hier vorne im 9er drin. Hier, ich glaube, nee, Animation. Ich bin mir nicht sicher. Ihr müsst es einfach vielleicht auch mal googeln. Aber irgendwie kann man diese Animation aktivieren. Am Anfang ging das Licht nämlich noch nur an und dann hatte ich ein bisschen geguckt nach Animation, glaube ich. Und dann, das hier war es aber, glaube ich, nicht. Ja, da wünsche ich euch dann viel Spaß ein bisschen beim Rumspielen. Bei sowas kann ja wenig passieren, wenn ihr merkt, das hat nicht, also wenn ihr das hier deaktiviert ist und ihr aktiviert das dann und es hat nicht den Erfolg, den ihr euch erhofft habt, vielleicht dann auch nochmal auf die Busruhe einmal warten, nach einer halben Stunde nochmal Auto anmachen, gucken, wenn es dann immer noch nicht geht, dann müsst ihr unbedingt wieder hingehen und das wieder ausschalten. Weil gerade habe ich nämlich was gesehen hier, irgendwas war hier gerade, wo man davon ausgehen konnte, dass es was mit der Inszenierung zu tun hatte. Ich glaube, Animation war das. Nee, ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber ich weiß, dass es in Wirklichkeit was mit dem Innenraum zu tun hat, mit der Lichtinszenierung. Das heißt also, wenn ihr eine Änderung gemacht habt und sie hat nicht den Erfolg, den ihr euch vorgestellt habt, probiert es kurz aus. Busruhe, Motor an, Motorhaube, das sind die Sachen, die man probieren kann. Also das Ganze nochmal mit Motor offen und Motorhaube offen und Motor an nochmal schreiben. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann wieder bitte in die auf den ursprünglichen Wert setzen, weil natürlich das relativ gefährlich ist. Man weiß nie, was die Funktion eigentlich für einen Sinn und Zweck hat. Und manche Sachen sind einfach nicht sprechend, wie zum Beispiel in der 46 ist hier, das ist auch in der Liste drin, in der 46 heißt das Ganze I-Ruhe. Genau, und das hier muss man ausschalten.
Das ist erst an und man muss es ausschalten. Und dieses Teil, das ist ja völlig, für mich ist es nicht sprechen, was es bedeutet. Und das bedeutet, das sind, soweit ich weiß, sind das die Sensoren für die Leuchtweitenregulierung. Also sprich, das ist quasi der Sensor, der am Rad, an der Achse hinten, am unteren Querlenker montiert ist und die Neigung des Fahrzeugs misst. Ich weiß gar nicht, wie der Sensor heißt. Neigungssensor wahrscheinlich. Und der misst natürlich für die Leuchtweitenregelung und auch für das automatische Aufblendlicht, misst der die Position des Fahrzeugs. Und das hat irgendwas damit zu tun. Das muss man auf jeden Fall auch programmieren. Und wie gesagt, man weiß ja immer nicht, wofür das hier noch alles ist. Man kann ja nicht einfach irgendwie was deaktivieren. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Deactivation at MMI, habe ich nochmal aktiv gesetzt, damit ich das im MMI machen kann. Aber ich habe noch gar nicht geschaut, ob das da irgendwo drin ist und was es bedeutet. Also wie das dann aussieht. Ich habe es nur, weil ich dachte, wenn ich das im MMI kontrollieren kann, das Risiko gehe ich ein und habe das dann aktiviert. Okay, soweit so gut. Ich habe auch noch 2 Codings bekommen aus einem Forum. Vielen Dank an Carlson, glaube ich, war das. Oder Carlton. Und zwar funktionierte bei mir am Anfang der Hauptbeam, dass er noch nicht mal anging zur Kalibrierung. Da geht so ein kleiner Punkt an, quasi eine LED oder so, um diese Kalibrierung zu starten. Und der ging bei mir nicht mal an. Da musste ich noch im Steuergerät A5, soweit ich mich erinnere, das blende ich auch hier ein, noch 2 Bits ändern. Die würde ich auch noch einblenden, würde ich jetzt aber erstmal weglassen, wenn ihr es nicht braucht. Nur wenn ihr das Problem habt, dass sie gar nicht angehen, dann könnt ihr das nochmal mit rein programmieren. So, jetzt habe ich nochmal 28 Minuten, das wird so lange, dieses Video. Aber damit ist es jetzt dann abgeschlossen. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal eben, wie das Ganze aussieht. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann.